Wie baue ich meinen ersten MVP auf? Soll ich ein eigenes Entwicklerteam einstellen oder extern beauftragen? Das und mehr schauen wir uns heute an. Ich freue mich sehr, Michael Ionita an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Michael, zuerst einmal, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, danke dir. Ich freue mich, dass ich hier sein darf auf deinem Kanal. Ich habe übrigens auch einen YouTube-Kanal, check it out. Und was ich mache, ist nämlich genau das, was ich auf diesem Kanal auch mache. Und zwar, ich helfe Menschen, dass sie verstehen, dass sie eigentlich ohne Programmieren Applikationen bauen können, also Mobile Apps, Web Apps, aber auch interne Prozesse automatisieren können. Du hast ja auch selber sozusagen, und wir haben uns ja schon in mehreren sozusagen Umständen getroffen auf unterschiedliche Ebenen, du begleitest ja auch sehr viele Unternehmen und hast ja schon sehr viel gesehen. Wenn man sich mal so ein bisschen Revue passieren lässt aus deinen letzten, ich möchte schon fast sagen, vielleicht Jahrzehnte, wo du Unternehmen anschaust, was sind denn so große Herausforderungen, die man so begegnet tagtäglich? Ja, also die größten Probleme, die ich gesehen habe soweit und auch seitdem ich bei Austrian Startups im Vorstand bin, sehe ich noch mehr dieser Probleme, und zwar das sind zwei ganz große, die ich entdeckt habe, und zwar ich brauche einen Co-Founder oder ich brauche einen Developer. Ja, das sind so die größten Probleme. Also man will es nicht alleine machen und man braucht einen Developer, um eine Applikation zu bauen, um irgendetwas auszuprobieren, irgendetwas vielleicht auch einen Investor zu zeigen oder auch die ersten Kunden zu gewinnen, ja. Und jetzt habe ich gedacht, okay, ich will ja Problemlöser sein, ich bin ja auch Problem Solver generell, so vom Mindset. Ich sage, okay, ich kann euch nicht helfen, einen Co-Founder zu finden, das ist schwierig, keine Ahnung, aber ich kann euch helfen zu verstehen, ihr braucht eigentlich gar keinen Developer, man kann das auch anders lösen, und jetzt hoffe ich, dass das jetzt quasi auch gut ankommt im Sinne von, naja, ich bin ja selber CTO und Entwickler gewesen. Also wenn das von mir kommt, nehme ich mal an, wird man es mir auch glauben, dass man das tatsächlich auch ohne Programmieren machen kann. Also das sind wirklich tatsächlich die größten Probleme. Und es gibt aber noch andere, und zwar natürlich Vermarktung. Ja, also okay, cool, ich habe jetzt eine App, ja, oder irgendeine Webseite, aber wie kriege ich jetzt die User rein? Natürlich, ich habe keine Ahnung davon, ist aber ein riesiges Thema. Gibt es auch ganz viel Education online dazu. Und Startups haben da immer ein Issue damit. Das heißt eigentlich, sozusagen jeder, der jetzt ein Unternehmen aufbauen will und selbst quasi im Kern eine Software hat, aber kein Programmierer ist, kann mit No-Code das einfach aufsetzen. Genau, so ist es. Ja. Es gibt viele Use Cases, die man damit sehr, sehr gut bauen kann. Es gibt manche, die man damit nicht bauen kann. Das will ich nur sagen, weil so ist es halt. Aber die meisten Dinge kann man bauen. Zum Beispiel kann man Applikationen bauen, die sind so wie Airbnb oder so wie ein Instagram. Oder so wie Uber zum Beispiel, all diese Sachen und noch mehr könnte ich jetzt hier aufzählen, das würde zu lange dauern, kann man alle bauen. Dinge, die man nicht bauen kann, sind eher Dinge, die sehr stark mit vielleicht Audio-Editing, Video-Editing oder ganz so Video-Filters und solche Sachen, das könnte schwierig sein. Aber so ein MVP kann man auf jeden Fall bauen und kann man schon sogar mal Geld verdienen. Genau, da ist auch ein wichtiges Stichwort, nämlich das Thema MVP, das heißt Minimal Viable Product, das heißt, ich baue mal was auf, dass ich es herzeigen kann. Wie weit kann ich dann damit gehen? Also kann ich das dann wirklich auch verkaufen sozusagen, dass die Leute auch dafür zahlen, oder ist es wirklich nur zum Herzeigen? Und wann, oder gibt es einen Punkt, wo ich sage, okay, jetzt sollte ich mal doch einen Head of Development oder jemanden reinholen, wo ich dann den nächsten Schritt mache? Ja, ich finde nämlich mit No-Code ergibt sich da eine perfekte Timeline, also eine richtige nette Start to Finish quasi Tasks, die man abarbeitet, und dann kommt man eben genau zu der Lösung, die du gesagt hast, nämlich man macht ein MVP mit No-Code, kann schon einmal Geld verdienen, weil es gibt in wirklich jedem No-Code-Tool gibt es eine Möglichkeit, Stripe einzubinden und eben Subscriptions oder One-Time-Payments zu machen. Also das geht auf jeden Fall. Und damit dann die ersten Umsätze zu machen. Und das führt ja automatisch dazu, dass man selbstsicherer ist, weil es sieht, okay, es macht Umsätze, schau mal, es funktioniert. Und damit kann man dann eben einen Entwickler hiren. Meistens, mein Tipp hier ist, nicht irgendeinen Entwickler zu hiren, sondern jemanden, der schon Leadership Skills hat, weil diese Person wird dann eben neue Developer unter sich oder unter ihr eben hiren, und das sollte schon jemand sein, der Leadership-Funktion hat, Head of zum Beispiel oder sowas. Und das führt eben zu dieser ganz normalen Struktur. Ja? Du sagst, okay, du hast ein No-Code-Tool, du machst Money, und damit bezahlst du dann, zumindest kannst du einen Investor holen, weil die Investoren lieben das, wenn man schon mal bewiesen hat, dass das Modell funktioniert. Und damit kann man dann sagen, schau, wenn ich mit No-Code schon Kunden habe, ja, die zahlen, auch wenn das jetzt nicht Millionen sind, ja, kann aber auch sein, gibt's gute Beispiele. Bitte, dann kann ich ja wohl mit deinem Geld, Investor, ja, und Förderstelle X, kann ich ja wohl das skalieren, oder nicht? Ja, gut, dann kriegst du ein Investment und dann kannst du ein Head of Development, VP Engineering oder sowas holen,
Übrigens, mein Tipp ist, nennst diese Person nicht gleich CTO, ja? Weil wohin soll die Person dann hinwachsen? Ja? Nennst sie irgendwas drunter, okay? Damit gibt's noch Raum. Guter Punkt, okay? ja. Just Tipp. Ja. Gut, und dann muss man diese App komplett neu entwickeln. Ja? Also das No-Code ist nur am Anfang interessant. Also wenn man Prototypen macht, Experimente macht, das kann ja auch, wenn man schon eine Firma ist, ja, ist No-Code trotzdem relevant, weil du kannst ja dann Experimente machen. Aber irgendwann musst du es neu programmieren und mit normalem Code machen, weil du willst ja, dass diese Intellectual Property dir gehört. Aber am Anfang kann man eben hier Time to Market sparen. Also jetzt ein wichtiger Punkt sozusagen. Das heißt, ich muss es dann aber zu einem gewissen Zeitpunkt neu programmieren. Das heißt, ich kann nicht sagen, okay, ich nehme Elemente raus, sondern eigentlich sollte man sich sagen, okay, wir wissen, wie die Funktionalität ist, aufgrund der Tests, und ich baue dann auf der grünen Wiese neue Architektur und setze es dann auf. Ich würde das so machen, ja. Und jetzt rein falls irgendwer ein bisschen Technik versteht, ja, die meisten No-Code-Tools haben eine API, also eine Schnittstelle, wo man dann eben zum Beispiel die Datenbanken, die sie eben für uns speichern, die Daten sind ja irgendwo bei denen, die kann man eben abgreifen und kopieren, also migrieren auf eigene Datenbank. Und es gibt auch Tools, die erlauben einem den Code von dieser Applikation herunterzuladen und dann quasi den Code weiterzuverwenden. Da muss man nicht machen, aber man kann das machen. Zum Beispiel ein Tool, was mir sehr gut gefällt, ist Flutterflow. Das ist eben von Ex-Google-Leuten, die bauen auf diesem Framework Flutter auf. Long story short, das Tool erlaubt dir eben, diesen Code runterzuladen. Das heißt, man muss nicht wirklich bei Null anfangen. Man kann den Code nutzen. Verliert diesen Drag-and-Drop-Editor, den sie anbieten, ne? Klar, aber dafür kann man es sehr schön migrieren auf die eigene Codebase, ins eigene Development-Team. Komme ich her und sage, okay, das macht alles Sinn, ich will starten. So, wo gehe ich hin? Ich gehe zu dir, beauftrage dich, oder wo lerne ich jetzt No-Code, oder wen brauche ich dafür, um da die nächsten Schritte zu machen? Das ist ein guter Punkt, weil ich arbeite nämlich gerade an einem Introduction Course. Ja, ich meine, ich kann nicht alle Anfragen mehr beantworten, es sind sehr viele, und jetzt habe ich gesagt, gut, jetzt mache ich einen Kurs. So, es dauert ein bisschen, ja, so einen Kurs zu machen. Ich bin ja sehr perfektionistisch, ich will ja, dass da alles passt. Aber ja, man kommt zu mir und ich kann zumindest zwei Dinge machen. Entweder sage ich, ich kann euch helfen und wir machen einen Deal und ich mache euch einen MVP. Das habe ich ein paar Mal gemacht, weil sagen wir, ich mag das Projekt sehr oder sowas, ja, oder die Founders sind cool, das Projekt ist cool. Habe ich gemacht, funktioniert. Oder ich sage, schau, ich würde es so machen mit diesen Tools und die würde ich so verbinden. Check it out, ja. Und dann hoffe ich, dass die Founder sich das selbst anschauen und eben selbst Hand anlegen und das probieren. Und ganz oft machen sie das auch. Wir sind ja voller Tatendrang, ja. Und wenn sie dann immer noch Hilfe brauchen, okay, dann kann ich ein paar Stunden investieren und sie vielleicht, wenn sie irgendwo stecken geblieben sind, kann ich helfen, dann können sie weiter tun. Und mein generelles Ziel ist nicht, dass ich überall Leuten helfe, sondern ich will ja, dass die Leute selbst diese Tools lernen, um diese Apps zu bauen, weil nur so skaliert die Wirtschaft und nur so können wir mehr Menschen in die Selbstständigkeit bringen, wenn sie ihre eigenen Apps bauen können, wenn sie nicht mehr abhängig sind von ein paar Developern, die es fast nicht gibt. Das heißt, schon und gut, dass ich da ab und zu helfe, aber das ist eigentlich gar nicht mein Ziel. Ich will, dass die Leute selber Hand anlegen. Sozusagen gehe ich noch einen Schritt weiter sozusagen, also jetzt haben wir uns angeschaut, No-Code, MVP kann man super aufsetzen. Das heißt, der nächste Schritt ist sozusagen, wenn ich den nächsten Entwicklungsschritt machen möchte, sagst du, dass ich den ersten Entwickler anstelle. Hier eine Frage, weil das ja auch oft diskutiert wurde. Ist es gescheit dann so, ich habe jetzt also keine Entwickler drinnen. Jetzt ist die Frage, sagen wir mal, ich kriege ein Budget 50.000 Euro. Mache ich einen Entwickler, den ich bei mir anstelle, oder soll ich die 50.000 Euro nehmen und zu einer externen Firma gehen und sagen, okay, 50.000 Euro, entwickelt ihr uns den nächsten Schritt für uns eigener Code? Ja, also da habe ich eine sehr strikte Meinung dazu. Ich bin ja, weil ich selber Entwickler bin und selber Produkte und Teams, also Produkte gebaut habe mit Tech-Teams, die ich selbst angestellt habe. Und also ich sehe eigentlich keinen Benefit, ja, zu einer Agentur zu gehen und dort diese App zu bauen. Das hat viele Nachteile. Ich kann auch erzählen, warum. Es dauert ein bisschen. Aber ich sage mal kurz und bündig, stellt so einen eigenen Developer an, baut so ein eigenes Team auf, weil ganz kurz, die Entwicklung von dieser Applikation ist ja nicht ein gerader Weg. Es ist ja nicht klar, ist ja nicht super klar, das genau so, ja, sondern man muss so ein bisschen auch flexibel sein, ja. Und jetzt ist die Agentur nicht ganz so flexibel, ne, weil die Agentur hat mit euch einen Deal, das steht drauf, das Feature, das Feature, das Feature, das Feature, die Deadline, let's do it. Und jetzt ändert sich ein bisschen was im Plan, weil der Markt verändert sich und gerade in den letzten Jahren verändert sich mega. Ja. Das heißt, jetzt gehst du zur Agentur und sagst, ja, aber wir wollen hier ein bisschen was anderes. Sagt die Agentur, oh mein Gott, ja, wir haben unsere Ressourcen schon geplant, kostet mehr Geld, bla bla, geht nicht. Ja.
So, jetzt, das willst du nicht haben, dieses Problem, sondern du willst ein internes Team, die sind hoffentlich so wie du bist, nämlich flexibel, gleiches Mindset, ja, gleiche Kultur, ne? Und die haben kein Problem mit Veränderung und mit Sachen anpassen, Deadlines ändern und so weiter, weil das ist dein Team, right? Die wollen ja das Gleiche wie du, die wollen, dass es erfolgreich ist und das ist okay. Das heißt, dieses Mindset-Problem zwischen Agentur und internem Team ist huge. Und deswegen würde ich vorschlagen, lieber das Geld investieren in einen internen Developer, vielleicht anteilig, also Optionen geben und das Geld dort investieren. Das macht auf jeden Fall langfristig Sinn. Und ein Investor wird es auch wertschätzen, dass das Tech-Team in-house ist und nicht irgendwo anders. Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, das hast du schon angesprochen, Entwickler sozusagen gibt es ja gerade in Österreich jetzt auch nicht so viele. Wie siehst du das auch international? Soll ich international suchen oder sollte ich eigentlich jemanden aus dem deutschsprachigen Raum suchen? Hast du da irgendwelche Erfahrungen, Meinungen dazu? Ich habe da eine Strategie dazu. Also ich sage mal, Remote Hiren ist auf jeden Fall eine gute Idee, aber ich sehe das immer so, zuerst das Leadership finden und das Leadership dann, das sollte jemand sein oder Personen sein, die vielleicht nahe dir sind, ja, vielleicht auch aus Österreich, Deutschland, vielleicht Freunde von Freunden, also Leadership, die allerersten, die eine Abteilung quasi aufmachen, so ein Head of Tech oder so, ja, oder Head of Marketing oder sowas, da würde ich eher in meinem Umfeld suchen und das über Beziehungen machen, versuchen dort Kontakte zu knüpfen, ja, und danach, diese Person kann dann Hiring und Leute einstellen von wo auch immer. Aber weil sonst skaliert das nicht. Sonst musst du immer dabei sein, sagen, passt die Person dazu oder nicht und sagst. So würde ich das anstellen. Also ich würde auf jeden Fall Remote hiren, aber nicht das Leadership. Die Leadership-Rollen würde ich einmal zuerst im Umfeld suchen. Gut, ja, wenn dein Umfeld bis zu Silicon Valley reicht, ja, dann super, dann mach das so, ja. Wenn nicht, dann bleib eben, wo du bist, ja. Gibt es viele Herausforderungen, jemanden remote zu hiren, vor allen Dingen auch remote ein Team zu hiren. Auch da in der Zusammenarbeit sozusagen, du musst ja auch, wenn du ein Unternehmen aufbaust, eine gewisse Unternehmenskultur auch ja umsetzen, eine gewisse Nähe aufbauen. Mein Pandemie ist das ja sozusagen, hat sich ja nochmal alles quasi Richtung mehr Remote ja auch bei uns allen quasi verstärkt. Aber gibt es da von deiner Sicht Empfehlungen, Tools, die man da aufsetzen kann, Dinge, die man unbedingt beachten sollte, dass man da auch dann eine Unternehmenskultur eine gute aufbaut, wenn man das so aufsetzt? Ja, das hat sehr viel mit Leadership zu tun. Deswegen war ich auch vorher so erpicht drauf zu sagen, zuerst das Leadership, richtiges Leadership Hiring machen und das Leadership sollte dazu passen zu der Kultur, die du schon hast oder das Mindset, das du schon besitzt als Founder, weil diese Leaders werden dann ständig mit ihren Teams irgendwelche Zoom-Calls machen, ja, irgendwelche Remote-Sachen machen. Und wenn die schon die richtige Kultur mitbringen und schon passen, dann werden sie die weitergeben, ja, von oben nach unten weitergeben, weil die Mitarbeiter assimilieren das ja, okay? Und die bleiben, die finden das toll, was da so passiert und wie das passiert, und die gehen, die finden das nicht toll. Und das ist gut, das ist Natural Selection. Okay, das heißt, das ist mal vielleicht wichtig, ja, zu verstehen. Aber was ich zum Beispiel gut finde, ist, wenn man sich jetzt nicht so, wenn man wirklich remote ist und es super schwer ist, dass man sich physisch wo trifft, dann muss man das trotzdem machen, aber halt vielleicht 1-2 Mal im Jahr oder so, wo dann das ganze Team zusammenkommt. Okay, das ist vielleicht klar. Was ich aber auch gemacht habe in meinen Tech-Teams und Product-Teams, was sehr, sehr gut funktioniert ist, stelle vor, es gibt einfach einen Zoom-Room, zum Beispiel, es kann auch was anderes sein, und der ist immer offen, ja, das ist immer derselbe Link, da geht immer, jeder weiß, wenn du dort reden willst, dann gehst du dorthin, ja. Und für uns war das für das Tech-Team natürlich, jetzt nicht für die ganze Firma, ja. So, das Tech-Team war immer so, da war immer wer drinnen. Manche haben es einfach offen gelassen und haben programmiert und waren auf Mute, und dann kommt wer rein und sagt, ich habe eine kurze Frage, zack, ja, und dann gehst du rein als Leader zum Beispiel und du siehst plötzlich, wie sie kollaborieren miteinander und denkst, genial, ja, das willst du, right? Und das ist so ein simpler Trick, einfach einen Link zu machen, allen klar zu machen, der ist immer offen, dort gehst du rein, wenn du was brauchst, du musst nicht immer einen neuen Room öffnen und so weiter. Und dann hast du mit Zoom zum Beispiel, weil ich mich damit gut auskenne, hast du eben diese Breakout Rooms, da können sie sich ja auch Breakout, wenn sie halt irgendwelche komplexe Dinge machen wollen, und dann kommen sie wieder zurück. Und das ist so super simpel, und das würde ich auf jeden Fall machen. Natürlich gibt's noch viel mehr HR, was man machen sollte, eben Weiterbildung und Teambuilding und so weiter, aber ich meine, da könnte ich jetzt sehr lange reden drüber. Es sind nur so simple Sachen, die sehr gut funktionieren. Also ich habe mal fürs Erste meine Fragen beantwortet, habe natürlich im Hintergrund noch viele. Danke, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu diskutieren.
Wer noch Fragen hat, bitte Kommentare direkt bei uns oder auch direkt gerne an Michael. Und wir freuen uns natürlich auf deine Schulung, um das dann alle zu lernen und mit No-Code unsere eigene Software umzusetzen. Perfekt, Dankeschön. Danke dir.